Wie könnte man die Dualseelenreise, den Dualseelenprozess kurz zusammenfassen? Wie könnte man beschreiben, was hier vor sich geht? Insgesamt könnte man sagen, es ist eine Reise und es ist ein Prozess der Zurückweisung. Man wird von anderen zurückgewiesen und das in aller Härte, in jeglicher Form, auf jede Manier, wie man es nennen will. Es geht immer wieder darum, dass man etwas will, was man nicht kriegt, dass man etwas zu kriegen versucht, das nicht existent ist oder nicht gegeben wird und dass man im anderen all diese tollen Sachen sieht, die man so gerne möchte. Ne? Und natürlich auch zwischen sich und dem anderen all diese tollen Sachen sieht, die Verbindung, das Körperliche, das blind verstehen, die Telepathie, das gleiche Denken, die Dinge gleich sehen, dieses Einssein, dieses Gleichsein, all das möchte man und all das kriegt man für eine gewisse Weile nicht. Und was es anstelle dessen gibt, ist Zurückweisung. Und das kann ganz schön schmerzen, ganz schön wehtun, ganz schön zur Verzweiflung bringen, einen zur Verzweiflung bringen, ganz schön ja, schlaflose Nächte bereiten und eimerweise Tränen verursachen. Jetzt, was geht hier genau vor? Was ist hinter dieser Zurückweisung? Warum Zurückweisung, wenn das doch so weh tut, wenn man doch so perfekt zusammenpasst, wenn das doch so von Gott geschaffene Union ist, Einssein ist? Wozu denn diese Zurückweisung? Diese Zurückweisung dient dazu, dass du für dich im Außen loslässt, was du im Außen kriegen willst und das alles in dir findest. Für alle, die dies nicht mehr hören können, ich verstehe es, ist aber leider so, dass du zuerst die tollen Dinge, die du im Außen siehst am anderen, aber auch die schmerzlichen Dinge, die du im Außen siehst, in dir findest und findest, wo du das mit dir selber machst, wo du dich selber noch zurückweist für wer du bist, wo du dich selber noch herablassend behandelst, so wie das der andere tut, weil der andere ist der Spiegel, ne? Der andere spiegelt dir, wie du dich mit dir selber, wie du mit dir selber umgehst. Der andere kann dich nicht wollen, wenn du dich selber nicht willst. Der andere kann nicht dich annehmen, wenn du das selber nicht tust. Das ist mit Spiegeln gemeint. Ne? Das hat übrigens nichts mit einem echten Spiegel zu tun, wie ich auch schon gehört habe, dass Leute sagen, ah, Spiegelübung oder Spiegeln, das hat damit zu tun, vor den Spiegel sich stellen und deinen Spiegel reden. Nein, hat nichts damit zu tun. Spiegeln ist ein spirituelles Gesetz. Die Welt ist ein Spiegel. Die Welt spiegelt dir, was du in dir trägst. Du trägst von innen, trägst du deine Realität nach außen. Die Realität wird von innen nach außen geschaffen, nicht umgekehrt. Also ist auch deine Dualseele, deine Zwillingsflamme, dein Seelenpartner, deine große Liebe, dein Herzmensch, dein Mensch deines Herzens, dein Traumpartner, dein wie auch immer du das nennen willst. Ich habe es ein bisschen satt, diese Definition immer rumzuwerfen, weil am liebsten würde ich einfach sagen XY. Einfach die Person, die du so unbedingt willst, die dich nicht will im Moment. Ne? Natürlich, ne, ich höre schon einige aufschreien, so einfach ist es dann doch nicht, aber irgendwo auch schon, weil wenn du etwas im Außen willst, das du nicht kriegst, liegt da irgendwas im Argen, dann ist da irgendwie eine Fehlleitung oder irgendwas in dir anzuschauen oder es ist eben Dualseelenzurückweisung, die dich weiterbringt, wenn du richtig daran herangehst. Genau. Also, ne, würde ich sagen, es ist in jedem Fall so, dass diese Zurückweisung ein großes Element ist des Ganzen und dass man da fast verzweifelt, weil es ist ja nicht einfach Zurückweisung im Sinne von, hey, ich habe mich mal ne, in Michael verliebt und der Michael hat sich jetzt halt nicht in mich verliebt und was soll ich denn jetzt machen? Jetzt muss ich halt einfach weiterleben. So einfach ist es leider nicht, sondern man hat sich in Michael verliebt, der Michael hat sich in uns verliebt und da ist diese starke Anziehung und diese unglaubliche sexuelle Energie und kommunikative Energie und intellektuelle und sowieso all diese tollen Sachen, wo man spürt, wow, das ist der Mensch oder ja, der Mensch, auf den ich ewig gewartet habe. Man hat vielleicht wunderschöne erste 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre, was auch immer. Und dann sagt der Michael plötzlich, hey, du bildest dir das alles nur ein, ich muss jetzt weg, ich kann nicht mehr, ich liebe dich nicht, das war alles nur Einbildung. Das ist das Problem. Nicht einfach eine unerfüllte Liebe. Für alle die, die noch nicht ganz verstanden haben, worum es hier geht. Ne? All die Skeptiker, sage ich jetzt mal, die sagen, ja, ja,
All diese Dualseelenleute, das sind doch einfach nur bindungsgestörte Hühner, die nicht wissen, was sie machen. Ja, wer weiß. Nur Spaß. Ähm, Genau, das ist das Problem, dass da diese Gegenseitigkeit halt ist und dass man das auch spürt, dass es dem anderen genauso geht wie einen selber, dass der diese Anziehung auch spürt, diese Liebe auch spürt, diese Verbindung spürt, das auch mal zugegeben hat zum gewissen Zeitpunkt und dann halt nicht mehr. Und das macht einen dann so verzweifelt. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, meine Geschichte war anders, der hat es nie zugegeben, aber ich spüre in seinem Verhalten, dass jedes Mal, wenn ich da bin, ist er nervös oder flüchtet er oder schaut mich an oder will mit mir alleine sein, sagt dann, aber ich muss jetzt doch los, was weiß ich. Vertraut euch. Es geht darum, dass jeder sich vertraut, dass ihr euch vertraut, was ihr erlebt. Ihr nehmt schon wahr, was Sache ist. Ihr nehmt schon wahr, ob das gegenseitig ist, also ob das auch vom anderen kommt oder ob das einfach nur pure Einbildung ist und ihr seid einfach nur unglücklich verliebt. Es ist nicht gegenseitig. Der andere will nichts von euch, hat euch das schon tausendmal gesagt, hat euch überall blockiert und begreift es immer noch nicht. Ja, dann solltet ihr langsam loslassen und langsam den anderen Menschen in Ruhe lassen, solltet ihr sowieso. Ihr sollt nie jemanden stalken oder bedrängen oder gegen seinen Willen kontaktieren oder ne, alles nicht tun. Aber ne, wenn es da diese Gegenseitigkeit gab in der Verbindung, in der Liebe, in den Liebesbekundungen, dann wisst ihr ja schon, was Sache ist. Ne? Ihr wisst genau, jetzt läuft der weg, er oder sie, und jetzt will ich das aber so nicht einsehen, weil das geht ja wohl gar nicht, weil wir hatten so eine tolle Zeit zusammen und jetzt ist er einfach weg, das will ich ja wohl gar nicht. Jetzt laufe ich dem nach und sage, jetzt gib gefälligst zu, dass du mich auch liebst. Und ich will dich, du bist so toll, du bist so toll, du bist so toll, du bist so toll, du bist so alles, was ich je wollte. Ich will ein Leben mit dir, ohne dich macht das Leben keinen Sinn. Und jetzt gib das gefälligst zu, dass es dir auch so geht, dann können wir zusammen sein und glücklich sein. Tja, so einfach wäre es doch. Aber wie gesagt, da kommt spätestens die Zurückweisung rein von wegen, lass mich in Ruhe. Nein, ich will nicht, nein, ich kann nicht. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, es geht jetzt nicht, ich kann nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich kann nicht, lass mich in Ruhe. Schau selber, schau zu dir, kümmere dich um deine Baustellen, kümmere dich um deine Wunden, arbeite an dir, schau, dass es dir gut geht, schau, dass du weiterkommst im Leben und so weiter. Diese hübschen Sätze, die ihr bestimmt alle kennt, ne? Und deshalb, ja, es geht darum, diese Zurückweisung zu überwinden. Es geht darum, ähm, dieses Tolle, das ihr im anderen sieht, oder auch dieses Vermissen der Verbindung oder der gelebten gemeinsamen Zeit oder einer hypothetischen gemeinsamen Zukunft, das zu überwinden. Nicht damit ihr das nicht haben könnt, weil ihr könnt es dann schon haben, wenn es denn so sein soll. Es kann aber auch ganz gut sein, dass ihr plötzlich merkt, das war gar nicht meine duale Seele oder das war gar nicht die große Liebe oder ich habe mich jetzt in einen anderen verliebt. Oder, oh, ich höre schon die Kommentare, nein, das ist unmöglich, ich kann mich nie in einen anderen verlieben. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Jeder hat eine eigene Geschichte, es ist alles gut. Wir sind nicht hier, um irgendwas in Abspruch zu tun und zu sagen, nein, es existiert nicht, duale Seele kann jeder sein. Nein. Aber ich glaube mir, ich mache das jetzt schon viele Jahre, ich begleite Leute, ich habe schon alles Mögliche gesehen in Sachen Entwicklung, wie sich so eine Situation entwickeln kann, wie es weitergehen kann. Wenn man diese Zurückweisung überwindet, all die tollen Sachen in sich findet, all die schmerzhaften Sachen in sich heilt und im Außen, wie gesagt, nicht alles auf diese andere Person projiziert, an Tollen, an Wunschvorstellungen, dann ist plötzlich alles möglich. Das ist eigentlich immer alles möglich, aber dann definitiv. Deshalb, ja, meine neueste Erkenntnis, Dualseelenprozess, ein Prozess der Zurückweisung, den es zu überwinden gilt, um ganz in seine Kraft zu kommen, ganz sich selber zu werden, ganz sich selber kennenzulernen, ganz sich selber zu sein, die Liebe in sich zu finden und so die Liebe auszustrahlen und auch im Außen anzuziehen. Wen auch immer. Ich lasse es so stehen, lasst es wirken. Kommt auf mich zu, wenn ihr mit mir arbeiten wollt. Ich würde mich freuen. Teilt das Video, like, subscribe, lalala, all diese Sachen, habe ich am Anfang immer gesagt. Und ja, hab euch lieb. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.